Also die DDR war in den Ländern tätig, die also sich einer sozialistischen Entwicklung oder progressiven Entwicklung zugewandt hatten und natürlich zunächst erstmal auch in den Ländern, die Vorreiter waren bei der internationalen Anerkennung der DDR. Ja, das ist logisch, das war die Voraussetzung dafür, dass wir dort überhaupt tätig werden konnten. Das war im ständigen Wechsel. So wie die Machtkonstellationen in diesen Ländern gewechselt haben, war dann mitunter auch alles umsonst gewesen, was dort investiert war. Und dann mussten wir uns wieder zurückziehen. Ne? Und umgedreht kamen wieder neue in einem anderen Land, die gerne unsere Hilfe in Anspruch genommen haben. Das ist schon in der politischen Entwicklung über die Jahre hinweg hat sich da viel verändert auch. Wir haben also praktisch als MFS diese fortschrittlichen Bewegungen, die Befreiungsbewegungen aktiv unterstützt. Wenn ich mal zum Beispiel bloß daran erinnern darf, das war immerhin 1993, also lange nach dem Sturz der DDR, wo sich Nelson Mandela ausdrücklich bei Markus Wolf bedankt hat für die Unterstützung, die die DDR dem ANC gegeben hat. Wir haben natürlich auch die anderen Befreiungsbewegungen, SWAPO, unterstützt. Wir haben Hilfe geleistet in Nordjemen zum Beispiel auch mit Beratertätigkeit, aber auch mit technischer Hilfe. Ja. Wir haben natürlich selbstverständlich Kuba unterstützt, wo wir es konnten. Wir haben es war eines der ersten Länder, die progressiv der DDR waren, war Guinea, ne? Bis zum Putsch dort, wo dann auch ja, ist jetzt gestorben, Rogalla, er war dort von der HVA, von der Hauptverwaltungsaufklärung, dann anschließend inhaftiert war und praktisch dann erst wieder freigekämpft werden musste. Also die hatten dann praktisch dort auch in Guinea, also die DDR war beteiligt am Aufbau der nationalen Sicherheitsapparate mit Rat und Tat, mit Technik, und sie war eben auch beteiligt in den nationalen Befreiungsbewegungen, was also die Abwehr von Unterwanderungsversuchungen und subversiven Aktionen gegen diese Bewegung betrifft. Hauptsächlich in beratender Tätigkeit und mit technischer Hilfe. Ja. Es gibt immer zwei Seiten, Leute, die helfen wollen und Leute, die sich helfen lassen wollen. Und helfen lassen wollten sich eben Leute, die praktisch durch ihre eigenständige Entwicklung, nationalstaatliche Entwicklung etc. in Widerspruch gekommen sind zu den imperialistischen Diensten, zu den imperialistischen Geheimdiensten und den entsprechenden Stammländern. Und die haben sich dann natürlich gewandt, logischerweise an die sozialistischen Länder, nicht nur an die DDR. Vielfach war die DDR gemeinsam mit sowjetischen Genossen dort tätig, ist auch in enger Abstimmung mit diesen. Also die DDR war ja nicht eigenständig in dieser Entwicklung und die war ja auch nicht das Land, das das größte Potenzial für solche Hilfe hatte, im Unterschied zum Beispiel zur Sowjetunion. Also wir haben eben praktisch das getan, was wir konnten, und ja, wir waren insofern angenehmer Partner. Wir haben bei dieser Hilfe keine Großmachtambitionen verfolgt, ich will das mal sagen. Wir waren selbst ein kleines Land und sie mussten von uns nicht fürchten, dass wir jetzt dort irgendeine Hegemonie ausüben wollten oder was. Sie haben uns als gleichberechtigt auf Augenhöhe arbeitender Partner gesehen, was vielleicht bei der Sowjetunion nicht immer so offensichtlich war wie bei uns. Also diese selbstverständliche Hilfe auf Augenhöhe und auch schon auch die Selbstlosigkeit dabei, denke ich, das würde ich schon hervorheben.